Als ich jünger war, glaubte ich, dass das Leben immer einfach sein würde. Meine Mutter hatte ein erfolgreiches Unternehmen, deshalb machte ich mir nie Sorgen um Geld. Ich lernte nicht wirklich ernsthaft und versuchte nie einen Job zu finden. Alles, was ich wollte, war bereits für mich da. Wenn mir ein Kleid gefiel, kaufte meine Mutter es für mich. Wenn ich ein neues Handy wollte, bezahlte sie es. Wenn ich irgendwo hinreisen wollte, sagte sie ja. Meine Freunde sprachen oft über ihre Zukunft. Sie machten sich Sorgen über die Universität, Arbeit und Geld sparen. Aber ich verstand sie nie. Warum sollte ich mir Sorgen machen, wenn meine Mutter mir schon alles gab? Die meisten Morgen stand ich sehr spät auf. Manchmal wartete das Frühstück schon in der Küche auf mich. Ich verbrachte Stunden damit, Videos anzusehen oder durch mein Handy zu scrollen. Abends ging ich mit meinen Freunden aus. Wir besuchten teure Cafés, trugen modische Kleidung und machten überall Fotos. Ich dachte, das Leben würde für immer so bleiben. Ich fragte nie, woher das Geld kam. Ich fragte nie, wie hart meine Mutter arbeitete. Ich genoss einfach das bequeme Leben, das sie für mich geschaffen hatte. Ich lebte nur für den heutigen Tag. Ich dachte nie an morgen. Eines Abends rief mich meine Mutter in ihr Arbeitszimmer zu Hause. Ihr Gesicht sah ernst aus. »Setz dich«, sagte sie leise. Ich lächelte und setzte mich ihr gegenüber. »Was ist passiert?« fragte ich. Ein paar Sekunden sagte sie nichts. Dann sah sie mich direkt an. »Du wirst erwachsen«, sagte sie. »Du musst anfangen, über deine Zukunft nachzudenken.« Ich lachte leise. »Mama, alles ist doch in Ordnung. Warum machst du dir Sorgen?« Sie schüttelte langsam den Kopf. »Weil sich das Leben sehr schnell ändern kann«, antwortete sie. Ich hörte ihren Worten nicht wirklich zu. In meinem Kopf konnte nichts schiefgehen. Meine Mutter war erfolgreich. Wir hatten Geld. Alles fühlte sich sicher an. »Mach dir keine Sorgen«, sagte ich lächelnd. »Alles wird immer gut bleiben.« Aber sie lächelte nicht zurück. Stattdessen sah sie mich lange an und sagte leise: »Du verstehst das Leben noch nicht.« Ihre Worte kamen mir seltsam vor, aber ich ignorierte sie. Ein paar Minuten später verließ ich das Zimmer und ging wieder mit meinen Freunden aus. Wir lachten, aßen teures Essen und gaben Geld aus, ohne nachzudenken. Ich hatte keine Ahnung, dass sich etwas in mir bald verändern würde. Am nächsten Morgen wachte ich wieder spät auf. Ich schaute auf mein Handy und sah Nachrichten von meinen Freunden. Sie wollten sich mit mir treffen. Ich zog mich an, benutzte Parfüm und ging nach unten. Aber meine Mutter wartete bereits im Wohnzimmer auf mich. Sie sah ruhig, aber ernst aus. »Komm mit mir«, sagte sie. »Jetzt sofort?« fragte ich. »Ja.« Verwirrt folgte ich ihr zum Auto. Während der Fahrt blieb sie still. Zum ersten Mal seit langer Zeit schaute ich aufmerksam aus dem Fenster. Ich sah Menschen, die früh am Morgen zur Arbeit eilten. Ich sah Straßenreiniger, die schwere Säcke trugen. Ich sah einen Mann, der Tee am Straßenrand verkaufte. Normalerweise achtete ich nie auf solche Dinge, aber an diesem Morgen bemerkte ich alles. Nach einiger Zeit hielt meine Mutter in einem Teil der Stadt an, den ich noch nie besucht hatte. Die Straßen waren eng. Die Gebäude sahen alt aus.
Alles fühlte sich anders an als meine Welt. Sie zeigte auf eine Frau, die Kisten in ein kleines Geschäft trug. Sie arbeitet jeden Tag von Sonnenaufgang bis spät in die Nacht, sagte meine Mutter. Sie arbeitet hart, nur um ihre Kinder zu versorgen. Ich blieb still. Dann zeigte mir meine Mutter eine andere Frau, die in einer kleinen Schneiderei saß. Die Frau sah müde aus, aber ihre Hände bewegten sich weiter vorsichtig über den Stoff. Sie arbeitet hier seit mehr als 30 Jahren, erklärte meine Mutter. Sie beschwert sich nicht. Sie macht einfach weiter. Ich beobachtete die Frau schweigend. Zum ersten Mal in meinem Leben betrachtete ich die Menschen um mich herum wirklich aufmerksam. Mir wurde klar, wie wenig ich über die Welt verstand. Dann drehte sich meine Mutter zu mir um. »Du hattest ein einfaches Leben«, sagte sie sanft. »Aber nicht jeder hat dieses Glück.« Ihre Worte trafen mich tief. Plötzlich schämte ich mich für die Art, wie ich gelebt hatte. All die Jahre hatte ich Geld ausgegeben, ohne nachzudenken. Ich genoss Komfort, ohne Opfer zu verstehen. Währenddessen arbeiteten andere Menschen jeden einzelnen Tag nur, um zu überleben. Wir gingen zurück zum Auto. Diesmal sprach keiner von uns. Während wir nach Hause fuhren, schaute ich still aus dem Fenster und dachte über alles nach, was ich gesehen hatte. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren begann ich ernsthaft über meine Zukunft nachzudenken. Die Gesichter der Arbeiter gingen mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf. Ich dachte immer wieder an den Mann, der Obst verkaufte, und an die Frau, die in dem kleinen Laden Kleidung nähte. Vor diesem Tag hatte ich nie auf Menschen wie sie geachtet. Ich hatte nie darüber nachgedacht, wie schwer das Leben sein kann. Ich hatte nie über Arbeit nachgedacht. Mein Leben war immer bequem gewesen, aber jetzt fühlte sich etwas in mir anders an. Ich konnte es nicht erklären. Nachdem wir eine Weile gefahren waren, hielt meine Mutter erneut an. Diesmal standen wir vor dem Firmengebäude ihrer Firma. Ich war schon oft hier gewesen, aber nie lange. Normalerweise kam ich nur hierher, wenn ich Geld brauchte oder etwas Teures wollte. Meine Mutter stieg aus dem Auto. »Komm mit«, sagte sie. Ich folgte ihr hinein. Das Büro war laut und voller Bewegung. Die Menschen liefen schnell von einem Raum zum anderen. Telefone klingelten ständig. Mitarbeiter tippten, redeten und trugen überall Papierstapel herum. Alles bewegte sich so schnell. Meine Mutter führte mich in ihr Büro und schloss die Tür. Dann sah sie mich aufmerksam an. »Weißt du eigentlich, was ich jeden Tag mache?« fragte sie. Ich zuckte leicht mit den Schultern. »Du arbeitest«, antwortete ich. Sie nickte langsam. »Ja, aber verstehst du auch, wie viel Verantwortung ich trage?« Ich blieb still. Jeden Morgen stehe ich früh auf. Ich löse Probleme. Ich leite diese Firma. Ich treffe schwierige Entscheidungen. Und ich mache das alles, damit du ein bequemes Leben haben kannst. Ich blickte durch die Glaswände ihres Büros. Ich beobachtete die Mitarbeiter draußen. Einige wirkten gestresst. Andere beantworteten ununterbrochen Anrufe. Wieder andere arbeiteten still an ihren Computern mit müden Gesichtern.
Zum ersten Mal verstand ich etwas Wichtiges. Ich hatte nur das Geld genossen. Ich hatte nie über die Arbeit dahinter nachgedacht. Ein schweres Gefühl breitete sich in mir aus. Ich schämte mich. Dann öffnete meine Mutter eine Schublade und legte ein kleines Notizbuch auf den Tisch vor mir. »Ab morgen«, sagte sie ruhig, »wirst du hier arbeiten.« Ich starrte sie überrascht an. »Ich?« fragte ich. »Hier arbeiten?« Sie lächelte nicht. »Ja.« Ich wollte fast lachen, weil es unmöglich klang. »Aber ich weiß nichts über Arbeit.« »Genau deshalb musst du lernen«, antwortete sie. Dann wurde ihr Gesicht weicher. »Eines Tages werde ich dich nicht immer beschützen können. Du musst lernen, wie das Leben wirklich funktioniert.« Ihre Worte trafen mich diesmal stärker. Plötzlich wurde mir klar, wie unvorbereitet ich war. Ich hatte mir nie eine Zukunft vorgestellt, in der ich auf mich selbst angewiesen sein würde. Aber jetzt veränderten sich die Dinge. Und ich konnte es nicht aufhalten. Am nächsten Morgen klingelte mein Wecker früh. Ich fühlte mich schrecklich. Normalerweise hätte ich um diese Uhrzeit noch geschlafen. Für ein paar Sekunden wollte ich einfach im Bett bleiben und alles ignorieren. Aber ich wusste, dass ich das nicht konnte. Langsam zog ich mich an und ging nach unten. Meine Mutter war bereits fertig für die Arbeit. Sie gab mir eine kleine Lunchbox. »Hier«, sagte sie. Verwirrt schaute ich sie an. »Du hast Essen für mich vorbereitet?« Sie nickte. »Du gehst jetzt arbeiten. Arbeiter essen nicht jeden Tag teure Restaurantgerichte.« Ich antwortete nicht. Wir fuhren schweigend zum Büro. Als wir ankamen, brachte sie mich nicht in ihr schönes Büro im oberen Stockwerk. Stattdessen führte sie mich in einen kleineren Raum voller Schreibtische und Computer. Mehrere Mitarbeiter arbeiteten dort bereits still. Eine Frau mittleren Alters mit kurzen Haaren kam auf uns zu. Sie sah ernst und organisiert aus. »Das ist Frau Carter«, sagte meine Mutter. »Du wirst mit ihr arbeiten.« Dann ging meine Mutter weg. Plötzlich wurde ich nervös. Frau Carter sah mich kurz an. »Komm mit«, sagte sie. Sie ging schnell durch das Büro und ich folgte ihr. Schließlich blieb sie neben einem kleinen Schreibtisch in der Ecke des Raumes stehen. »Das ist dein Platz.« Er war überhaupt nicht so bequem wie die Orte, an die ich gewöhnt war. Sie stellte einen großen Stapel Akten vor mich hin. »Du musst diese Berichte sorgfältig prüfen«, erklärte sie. »Suche nach fehlenden Zahlen und Fehlern.« Geschockt starrte ich auf den Stapel. »Das ist so viel«, flüsterte ich. »Ja«, antwortete sie einfach. »Also, fang jetzt an.« Ich setzte mich hin und begann zu lesen. Am Anfang schien die Arbeit nicht besonders schwierig zu sein, aber nach einiger Zeit begann mein Kopf weh zu tun. Jede Seite sah gleich aus. Die Zahlen verschwammen vor meinen Augen. Meine Augen wurden müde. Ich wollte aufhören und auf mein Handy schauen. Aber niemand sonst machte eine Pause. Alle um mich herum arbeiteten still weiter. Keine langen Gespräche, keine Musik, kein Lachen, nur Arbeit. Es fühlte sich völlig anders an als mein früheres Leben. Die Stunden vergingen langsam.
Zur Mittagszeit war ich völlig erschöpft. Ich öffnete meine Lunchbox. Darin waren ein einfaches Sandwich, etwas Obst und Wasser, nichts Besonderes. Ich aß still und beobachtete die anderen Mitarbeiter. Die meisten aßen schnell und gingen sofort wieder an die Arbeit. Niemand beschwerte sich. Niemand verschwendete Zeit. Plötzlich vermisste ich mein altes, einfaches Leben. Aber gleichzeitig begann ich, diese Menschen zu respektieren. Sie arbeiteten jeden einzelnen Tag hart. Und jetzt verstand ich dieses Gefühl zum ersten Mal. Der Nachmittag fühlte sich noch länger an. Mein Rücken tat weh vom stundenlangen Sitzen. Meine Hände waren müde vom Schreiben. Mehrmals wollte ich aufgeben und nach Hause gehen. Aber ich blieb. Später kam Frau Carter zurück zu meinem Schreibtisch und kontrollierte meine Arbeit sorgfältig. Nach einigen Augenblicken zeigte sie auf mehrere Seiten. »Hier hast du Fehler übersehen«, sagte sie. Meine Schultern sanken nach unten. »Wirklich?«, fragte ich leise. Sie nickte. »Mach es noch einmal.« Für einen Moment wollte ich diskutieren, aber ich hielt mich zurück. Stattdessen holte ich tief Luft, nahm meinen Stift wieder in die Hand und begann von vorne. Als der Arbeitstag endlich vorbei war, fühlte ich mich völlig erschöpft. Meine Schultern taten weh. Meine Augen waren müde. Meine Hände fühlten sich schwer an. Aber tief in mir hatte sich etwas verändert. Zum ersten Mal in meinem Leben verstand ich, wie schwer Arbeit sein kann. Zum ersten Mal verstand ich, dass Geld nicht einfach plötzlich erscheint. Menschen arbeiten lange Stunden dafür. Menschen opfern ihre Zeit und ihre Energie dafür. Als ich das Bürogebäude verließ, sah ich meine Mutter neben dem Auto warten. Sie sah mich ruhig an. Sie fragte nicht, ob mir die Arbeit gefallen hatte. Sie fragte nicht, ob ich mich wohlgefühlt hatte. Sie lächelte mich einfach an. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren lächelte ich ehrlich zurück. Nicht, weil das Leben einfach war, nicht, weil ich etwas Neues gekauft hatte, sondern weil ich etwas Schwieriges alleine geschafft hatte. Am nächsten Morgen fiel es mir noch schwerer, früh aufzustehen. Mein ganzer Körper tat weh. Langsam setzte ich mich im Bett auf und schaute auf die Uhr. Ein Teil von mir wollte wieder einschlafen und die Arbeit vergessen. Aber ein anderer Teil wusste, dass ich nicht aufgeben konnte. Ich zog mich leise an und ging nach unten. Meine Mutter trank Kaffee am Küchentisch. Als sie sah, dass ich fertig für die Arbeit war, nickte sie leicht. »Gut«, sagte sie leise. Es war nur ein einfaches Wort, aber es bedeutete mir etwas. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass sie mich ein wenig mehr respektierte. Als ich im Büro ankam, war Frau Carter bereits dort. Sie sah mich ernst an. »Gestern warst du zu langsam«, sagte sie. »Heute musst du besser werden.« Ich wollte mich verteidigen. Ich wollte erklären, wie müde ich gewesen war. Aber stattdessen nickte ich nur und setzte mich an meinen Schreibtisch. Die Akten warteten schon wieder auf mich. Mehr Papier, mehr Zahlen, mehr Arbeit. Mein Kopf tat immer noch weh, aber diesmal konzentrierte ich mich stärker. Stunde um Stunde kontrollierte ich jede Seite sorgfältig. Zur Mittagszeit hatte ich meine Aufgabe endlich beendet.
Frau Carter überprüfte meine Arbeit schweigend. Nach einigen Minuten sah sie mich an und sagte: »Viel besser.« Nur 2 Worte. Aber seltsamerweise machten mich diese Worte stolz. Viel stolzer als teure Kleidung oder sinnloses Einkaufen. Dieses Gefühl war anders. Ich hatte es mir wirklich verdient. Später beim Mittagessen setzte ich mich neben die anderen Mitarbeiter. Früher hätte ich niemals mit Menschen wie ihnen gesprochen. Aber jetzt hörte ich ihren Gesprächen aufmerksam zu. Sie sprachen über Miete, Kinder, Schulgebühren und lange Arbeitstage. Manche lachten sogar, obwohl sie müde waren. Einige teilten ihr einfaches Essen miteinander. Während ich dort saß, verstand ich etwas Wichtiges. Jeder um mich herum trug Verantwortung, die ich früher nie verstanden hatte. Und langsam wurde auch ich ein Teil dieser Welt. Der Nachmittag war wieder schwierig. Frau Carter gab mir einen weiteren Stapel Berichte. »Mal sehen, wie du damit klarkommst«, sagte sie. Sofort fühlte ich mich gestresst. Die Arbeit sah kompliziert aus, aber diesmal beschwerte ich mich nicht. Ich holte tief Luft und begann sorgfältig zu arbeiten. Die Stunden vergingen langsam. Mein Rücken tat weh vom langen Sitzen. Meine Finger waren wund vom Schreiben. Trotzdem machte ich weiter. Nicht, weil mich jemand dazu zwang, sondern weil ich mir selbst etwas beweisen wollte. Am Ende des Tages kontrollierte Frau Carter meine Arbeit erneut. Sie betrachtete die Seiten lange. Dann nickte sie leicht. »Nicht schlecht«, sagte sie. Diese einfachen Worte blieben mir den ganzen Abend im Kopf. Als ich das Gebäude verließ, wartete meine Mutter wieder draußen. »Du siehst müde aus«, sagte sie. »Das bin ich«, gab ich zu. Sie lächelte sanft. Das gehört zum Lernen dazu. Während wir nach Hause fuhren, verstand ich endlich, warum sie mich ins Büro gebracht hatte. Sie wollte mich nicht bestrafen. Sie wollte, dass ich das Leben verstehe. Und langsam begann ich es zu verstehen. Aus Tagen wurden Wochen. Aus Wochen wurden Monate. Jeden Morgen stand ich früh auf und ging zur Arbeit. Am Anfang war alles schwierig. Ich machte oft Fehler, ich war ständig müde, aber langsam veränderte sich etwas. Ich lernte schneller. Ich wurde organisierter. Ich verstand die Arbeit besser. Frau Carter war meistens immer noch streng. Aber jetzt beschwerte sie sich weniger. Manchmal sagte sie sogar Dinge wie »gute Arbeit« oder »du wirst besser«. Diese kleinen Komplimente bedeuteten mir mehr als teure Geschenke jemals zuvor. Zum ersten Mal verstand ich wirklich den Wert von Geld. Früher wusste ich nur, wie man es ausgibt. Jetzt verstand ich, wie viel Mühe es kostet, es zu verdienen. Ich begann auch, meine Mutter anders zu sehen. Ich bemerkte, wie sorgfältig sie Probleme löste. Ich sah, wie viel Druck sie jeden Tag hatte. Ich sah, wie viele Menschen von ihren Entscheidungen abhängig waren. Früher sah ich sie nur als jemanden, der mir Geld gab. Jetzt sah ich sie als starke Frau, die sich durch viele Jahre harter Arbeit ein erfolgreiches Leben aufgebaut hatte. Eines Abends rief mich meine Mutter in ihr Arbeitszimmer zu Hause. Einen Moment lang sah sie mich ruhig an. Dann lächelte sie sanft. »Du hast dich sehr verändert«, sagte sie.
Ich blieb still. Sie sprach weiter. Als du jünger warst, hast du nur an ein bequemes Leben gedacht. Du bist Verantwortung aus dem Weg gegangen. Aber jetzt verstehst du endlich, was Arbeit wirklich bedeutet. Ich nickte langsam. Sie hatte recht. Ich war nicht mehr dieselbe Person. Ich fühlte mich reifer, selbstbewusster, innerlich stärker. Dann öffnete meine Mutter eine Schublade und holte einen kleinen silbernen Schlüssel heraus. Vorsichtig legte sie ihn in meine Hand. Dieser Schlüssel ist für dein neues Büro, sagte sie. Überrascht sah ich sie an. Mein eigenes Büro? Sie lächelte und nickte. Du hast dir mehr Verantwortung verdient. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt. Ich starrte auf den kleinen Schlüssel in meiner Hand. Er sah einfach aus. Aber für mich bedeutete er viel mehr. Er bedeutete Vertrauen. Am nächsten Morgen betrat ich zum ersten Mal mein neues Büro. Es war nicht groß oder luxuriös, aber es gehörte mir. Dort stand ein Schreibtisch am Fenster, ein Computer, ein kleines Bücherregal. Und zum ersten Mal war ich stolz auf etwas, das ich selbst verdient hatte. Natürlich war die neue Arbeit nicht einfach. An manchen Tagen war ich gestresst, an manchen Tagen machte ich Fehler, aber ich lief nicht mehr weg. Ich lernte weiter, ich verbesserte mich weiter, ich arbeitete weiter hart. Ich wollte mit meiner eigenen Arbeit etwas Bedeutungsvolles aufbauen. Manchmal denke ich an das Mädchen zurück, das ich früher war. Das Mädchen, das glaubte, dass das Leben immer einfach bleiben würde. Jetzt kenne ich die Wahrheit. Das Leben besteht nicht nur aus Komfort. Das Leben wird durch Geduld, Mühe, Disziplin und harte Arbeit aufgebaut. Meine Mutter hat mir diese Lektion beigebracht. Und wegen ihr habe ich keine Angst mehr vor der Zukunft. Nicht, weil ich Geld habe, sondern weil ich jetzt weiß, wie man auf eigenen Beinen steht. Das war die Geschichte für heute. Großartige Arbeit, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und heute mit mir Deutsch geübt hast. Schritt für Schritt und Geschichte für Geschichte wird dein Deutsch immer besser. Wenn du neue Wörter gelernt oder dir diese Lektion gefallen hat, vergiss nicht, das Video zu liken und German Tales zu abonnieren, damit du keine neue Geschichte verpasst. Und denk daran, du musst nicht schnell lernen. Du musst einfach weitermachen. Bis zur nächsten deutschen Geschichte. Bis bald.